Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie versprochen gibt es heute das Unboxing zum Samsung Galaxy S20 Plus. Alle drei Farben, das heißt Blau, Grau und Schwarz. Los geht's! Den Anfang macht die blaue Farbe, denn diese Farbe ist mein Favorit. So, gehen wir um die Verpackung. Auf der Front sehen wir den S20 Schriftzug in der blauen Farbe, welche schimmert, sowie unten das S20 Plus. Auf der Unterseite sehen wir einen Sticker, der uns angibt, um welche Farbe es sich handelt, Cloud Blue, 128 GB Speicher sowie die Modellnummer. Auf der rechten Seite ist nichts, Oberseite auch nichts, auf der linken Seite steht nochmal Samsung Galaxy S20 Plus und auf der Rückseite ist nichts weiter als das Siegel, welches wir auch sofort mit Hilfe meines Messers durchtrennen. So, es ist getan, das Siegel ist durchgeschnitten und jetzt heben wir den Deckel an. Innerhalb des Deckels ist wie gewohnt eine Pappschachtel, die das SIM-Eject-Tool beinhaltet, sowie die Garantiebestimmung und eine Kurzanleitung. Schauen wir uns das an. Hier sehen wir das SIM-Eject-Tool und innerhalb des Kartons sehen wir die Garantiebestimmung sowie die Kurzanleitung. Das Papier sträubt sich, es möchte anscheinend nicht raus, aber wir werden es trotzdem schaffen. So, hier sehen wir die Warranty Card, also die Garantiebestimmung, sowie den Quick Start Guide, also die Kurzanleitung. Wir schauen mal kurz rein. Einmal auf Englisch und nun die deutsche Sprache. Gut, weg damit. Schauen wir uns das Gerät ein wenig näher an. Wir heben es aus der Verpackung, indem wir an der Lasche ziehen. Ich glaube, so sauber wird das nie wieder aussehen. Wir drehen das Gerät und sehen uns die wunderbare Rückseite an. Diese Farbe ist Samsung wirklich gelungen. Das ist auch die einzige meiner Meinung nach. Natürlich ist es sehr subjektiv. Allerdings finde ich das Schwarz einfach nichts Besonderes und Grau ist einfach ein bisschen zu lieblos. So, schauen wir uns den Verpackungsinhalt an. Unter einem Papptrenner sehen wir das Ladeteil, das Netzteil mit dem Schriftzug Super Fast Charging. Halleluja, das ist mal ein Marketingspruch. USB Typ-C Anschluss. Und jetzt schauen wir uns die Leistung an. So, weiter geht's. Als nächstes sehen wir das Ladekabel. Das ist nun auch USB Typ C auf C. Ist ja logisch, es geht nicht anders. Kommen wir nun zu den Kopfhörern, zu den beliebten AKG-Kopfhörern, die ja wirklich gut klingen dafür, dass sie umsonst sind, beiliegen. Und auch eine Neuerung dieses Jahr, denn der Anschluss ist nun kein 3,5 mm Jack mehr, sondern USB Typ C.
So, das war's von der Verpackung. Da ist nur noch eine kleine Pappschachtel drin, die allerdings leer ist. Da ist nichts drin. So, schnell weg damit. Und nun kommen wir zum Star der Show. Galaxy S20 Plus in der wunderschönen Farbe Blau. So, wir gucken uns mal den Metallrahmen an. Der ist auch leicht blau gehalten. Und dieses Jahr ist Samsung wieder dazu übergegangen, den Rahmen glänzend zu fertigen. Auf der Unterseite sehen wir ein Mikrofon, den USB-Typ-C-Anschluss sowie einen Lautsprecher. Auf der rechten Seite den Ein-Ausschalter sowie die Lautstärke-Wippe. Auf der Rückseite ist natürlich die Kamera mit 4 Linsen. Und guckt euch diese Farbe an. Oh, wie das schimmert. Das sieht wirklich klasse aus. Richtig, richtig klasse. Das ist meine Farbe. Definitiv. So, schauen wir uns mal den Kamerabuckel an, wie weit er dann aus dem Gehäuse rausragt. Ja, das ist schon einiges. Okay, das Telefon liegt wirklich gut in der Hand und der Ein-Ausschalter ist super zu erreichen. Danke Samsung. Letztes Jahr beim S10 war es ja noch weit oben, zu weit oben platziert. Dieses Jahr haben sie es besser gelöst. Die Lautstärke-Wippe, da muss ich umgreifen, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Dafür, dass es ein S20 Plus ist, liegt es echt gut in der Hand. Schauen wir mal, wie viel Spiel die Tasten haben. Ja, das hält sich noch in Grenzen, das ist gut verarbeitet. Und die Lautstärke-Wippe, die wackelt ja überhaupt nicht, die sitzt wirklich gut fest. Und die Druckpunkte sind auch richtig gut, knackig. Also ich kann mich nicht beschweren. Sehr gute Arbeit geleistet, Samsung. Top-Verarbeitung. So, kommen wir zur grauen Farbe. Einmal Siegel durchtrennen. Einmal Deckel anheben. Und da sehen wir die schöne graue Farbe. Wir gucken uns zuerst den Rahmen an. Und nun die Rückseite. Ist definitiv mal was anderes, aber nicht so flashig wie das blaue Modell. Und man sieht jetzt schon, dass man bei dieser Farbvariante Fingerabdrücke leichter erkennt. So, der Rahmen hier ist auch wieder glänzend gehalten, allerdings dunkler. Hier dasselbe Spiel mit den Anschlüssen. Linke Seite ist blank, auf der Oberseite ist ein weiteres Mikrofon sowie der SIM-Schacht. Und hier nochmal die Rückseite. Man muss die Farben wirklich mal in Natura gesehen haben und sie wirken lassen. Und jetzt kommen wir zur unspektakulärsten Farbe, dem Schwarzen.
An Schwarz ist man ja gewohnt, das gibt es jedes Jahr. Hochglänzend, der Rahmen wird auch hochglänzend sein. So, Siegel ist durchschnitten. Deckel angehoben und das Gerät kommt zum Vorschein. Wir heben es wieder an und da ist das schwarze Modell. Wie gesagt, der Rahmen schwarz glänzend, die Rückseite ebenfalls. Ist klassisch, ist schön. Sieht definitiv auch hochwertig aus, aber es ist halt nichts Neues. So, das war's von diesem Unboxing. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Im nächsten Video werden wir das Galaxy S20 Plus einrichten. Also abonniert meinen Kanal, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.